Hallo, liebe Leute da draußen. Ich bin's wieder, euer Dave. Und ja, ihr seid ja nicht umhergekommen, es schon gesehen zu haben. Mein neues Intro. Ich habe mir ein neues Intro gebastelt und ich find's ziemlich geil. Es passt, glaube ich, deutlich besser zu diesem Kanal und zu mir vor allem. Und dann war dieser elendige Platzhalter davor jetzt endlich mal weg. Und ich würde mal gerne wissen, wie ihr das neue Intro so findet. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Es hat so ein bisschen was mit den ganz an den Seiten, wie ich glaube bei der Expendables, glaube ich, war es im Film Discover. Das hat, ich glaube, da sind ganz viele Waffen im Hintergrund. Oder so ähnlich. Da so ähnlich sollte das aussehen. Bedien dich. Was ist das? Ich habe eine SMS gekriegt. Wie bitte? Das hatte ich noch so ein bisschen im Kopf, glaube ich, dass es mal so war. Und ich finde, es ist gar nicht schlecht gelungen, oder? War auf jeden Fall wieder ziemlich viel Arbeit, aber die hat sich, glaube ich, am Ende des Tages wieder gelohnt. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Aber wie gesagt, sagt mir gerne, was ihr da so von haltet. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu diesem wunderschönen Galaxiebild. Wir machen heute eine Galaxie und die ist ja für Einsteiger, für Beginner wirklich, die können da gut was machen und ziemlich viel rausziehen. Aber für euch alte Hasen da draußen ist auch noch genug mit dabei, damit ihr auch verschiedene Techniken sind da noch mit drin, die vielleicht für euch ganz spannend sein können und deswegen bleibt auch gerne mit dran. Nein, doch. Und bevor wir jetzt beginnen, noch eine Kleinigkeit. Und zwar der liebe Alex, aka Ink Master, hat nämlich mein Blatt-Tutorial nachgemalt. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das habe ich leider nicht mehr geschafft, in das Community-Video mit einzubinden, weil ich es da schon fertig habe. Wenn ihr das noch anschauen wollt, hier oben Infokarte irgendwo, da verlinke ich das mal. Und ich muss es trotzdem jetzt zeigen, weil das ist so geil geworden, dass ich es euch nicht vorenthalten wollte. Da habt ihr es. Ich finde das richtig geil gelungen. Also wirklich top gemacht, Tutorial, wirklich gut umgesetzt. Da bin ich echt zufrieden und auch überrascht, wie gut das aussieht und wie gut der Alex jetzt, der baut richtig gut auf. Also der lernt und macht auch viel und man sieht's, glaube ich, wirklich bei ihm ganz gut, dass sich viel Üben auszahlt. Und ja, hat er einfach super gemacht. Ein Applaus für dich, Alex. Als kleinen Kritikpunkt vielleicht noch, was ich dann doch noch ein bisschen zu mäkeln habe. Ohne kommst du hier nicht weg, mein Freund. Und zwar, bei meinem Tutorial habe ich darauf geachtet, dass die Blattoberseite quasi die ganzen Adern und alles von diesem Blatt so gewölbt nach innen sind, indem ich zwar schon aneinander arbeite, aber es dann halt nach außen hinweg verlaufen lasse. So kriegen wir so eine gewisse Rundung in das Blatt. Und bei deinem ist es jetzt dadurch, dass die so dicht aneinander sind, die Problematik, dass es doch, dass diese Adern vom Blatt eigentlich sehr erhaben aussehen. Also die gehen sehr hoch und da finde ich es ist gar nicht schlecht, aber ich finde, es sieht eher fast schon aus wie die Blattunterseite, weil da ist die Struktur tatsächlich so und da sind auch die ganzen Stiele und die ganzen Adern, die sind da eigentlich schon so krass erhaben und das passiert halt, wenn man so dicht aneinander arbeitet, aber dann nicht mehr nach außen diesen Farbverlauf hat, dann kann das schnell so adermäßig erhaben aussehen, extrem. Aber, das ist nur meine persönliche Meinung, mein persönlicher Geschmack, wo ich sage, das würde ich anders machen. Aber abgesehen davon, wirklich eine 10 von 10. Das ist richtig top und ich finde es voll geil, dass ihr so fleißig dran seid, meine Sachen nachmacht und die von mir vor allem auch zeigt. Also wirklich, da nochmal Respekt und Alex, wirklich, hast du geil gemacht. Mach weiter so. Also, du hast echt Talent und ich find's geil. Ich find's wirklich geil. Wie gesagt, einfach so weitermachen. Dann kommen wir noch zu einem zweiten kleinen Punkt. Und zwar, liebe Biene, vielen Dank für deine finanziellen Support. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Das ist ja nicht einfach
für mich normal oder so, ganz im Gegenteil. Und deswegen vielen, vielen Dank für deinen Support und genau, ich weiß das sehr zu schätzen. Und bevor wir jetzt hier noch weiter rumlabern, aber wie ihr seht, meine Tochter ist auch fleißig am Üben und Malen und die wird auch immer besser. Die ist jetzt 2,5 und schaut euch diese Kunstwerke an. Das hat sie extra nur für mich gemalt. Das fand ich so süß. Hey, Papi, ich habe mich gemalt für dich. Sag ich, Dankeschön, Schätzchen. Also musste ich da unbedingt hinhängen und die bleiben da auch. Also da kommen immer die Bilder meiner Tochter hin. Und ihr seht aber, Übung macht den Meister. Zu alt er ist. Ja, zu alt, um mit der Ausbildung zu beginnen. Aber ich habe schon viel gelernt. Und wenn man schon mit klein auf anfängt, dann sowieso. Aber bevor wir jetzt hier wieder, ich quatsche mich schon wieder, ich bin wieder in Quassellaune, wisst ihr das, würde ich jetzt sagen, lieber schnell ab zum Maltisch und viel Spaß. So, und da sind wir am Maltisch und wir fangen jetzt mal schön an mit deckend weiß. Wir nehmen jetzt hier nämlich eine opake deckende Weiß, die ist gemischt mit Wasser verdünnt und zwar 80% Farbe, 20% ungefähr Wasser, also 6, 7 Tropfen Weiß und 2 bis 3 Tropfen Wasser, je nach Gun und Düsengröße. Müsst ihr selber immer ein bisschen schauen. Aber so mische ich die Weiß immer an, damit sie einfach ein bisschen smoother und gängiger ist. Das mache ich aber so ziemlich immer. Ich nehme die Schminkefarbe nie pur, weil die mir einfach zu dick ist und da auch zu oft mir die Gun dann ehrlich gesagt verstopft. Das passiert dann doch häufiger, als mir lieb ist. Deswegen verdünne ich die ganz gern. Und jetzt starten wir mit dem Zentrum unserer Galaxie. Und da haben wir halt so eine schöne, fette Sonne, die alles zu sich ranzieht. Und die werden wir eben, das wird eben das Zentrum dieses Bilds sein. Und da werden wir schön mit viel Licht und Power arbeiten. Und ringsherum machen wir so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, hier so Galaxie und Sternenstaub und Asteroiden und der ganze Käse, der da quasi von der Sonne reingezogen wird. Ähnlich wie ein schwarzes Loch, bloß halt machen wir da einen schönen hellen Stern. Das hat einen besseren Effekt. Da könnt ihr natürlich auch variieren. Ihr könnt es auch mehr ellipsenförmig machen. Ihr müsst es nicht so kreisrund machen, wie ich jetzt hier so eine Schnecke, sondern ihr könnt es auch ellipsenförmiger machen. Dann hat es eigentlich noch ein bisschen mehr Dynamik, aber ich mache das jetzt hier mal so simpel, wie es nur geht. Da haben die Einsteiger für dieses ganze Hobby mal ein Bild, was sie machen können, ohne viel Probleme, denke ich mir mal. Hier kann man halt viel Freihand arbeiten, aus hohem Abstand, und es ist selbst für einen Anfänger, denke ich, glaube ich, ganz gut zu handeln und halt sehr gut zum Üben. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das Ganze mal einfach mal was etwas Leichteres, wo jeder so ein bisschen mit reinkommt und was anfangen kann. Da musste ich gerade eben an den Sven denken und deswegen haben wir gedacht, machen wir das mal. Und genau, da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Wir machen auch hier schon so, die Mitte ist ja schon so leichten Lens-Flare-Effekt mäßig rein, so ein Ausstrahlen nach links und rechts, aber da werden wir noch einiges dran machen. Das ist jetzt alles mal nur so ein bisschen die Vorarbeit, und für die Ränder, wo ich noch so ein bisschen andere Sternenstaubsachen mache, nehme ich gerne immer diese Freihandschablonen hier zur Hand. Die muss ich mal schauen, ob ich die noch finde, wo ich die her habe. Dann haue ich die auch mal noch mit in die Infobox rein. Aber da lässt sich immer so eine coole Struktur erzeugen, und die finde ich eigentlich ganz cool für so weit entfernte Galaxien oder eben für so einen Effekt, dass er halt im Hintergrund dann halt so leuchtet. Und es sind ja meistens so, sieht es ja eher aus wie so, ja, so wie so Wolken so ein bisschen und dann so knallbunte Farben ineinander laufend. Und das machen wir jetzt da eben. Wir kreieren da eben so einen Effekt, indem wir da die Schablone ansetzen und dann das Ganze einfach übersprühen und dann ein bisschen mit Freihand nach ausarbeiten. Und da kann man sich entweder
Man kann das jetzt entweder so lassen, wie es jetzt schon ist, das würde auch schon reichen, das sieht eigentlich auch schon cool aus. Man kann das Ganze aber, so wie ich das nachher nachmache, noch ein bisschen mit der Freihand ausarbeiten. Wer das nicht kann, der muss das nicht machen, der kann den Step auch gerne weglassen. Das kann man dann, also da ist für jeden was dabei, denke ich mal, irgendwie von der Schwierigkeit her. Und das ist ja Sinn und Zweck der Sache, damit es einfach schön zugänglich ist. Habe ich mir mal gedacht, so ein Bild habe ich jetzt auch noch nicht im Portfolio oder so ein Video, wo wirkliche Beginner dann auch wirklich gut zurechtkommen. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich was, wo das eigentlich ganz gut klappt, und hier sind auch viele Techniken wieder drin, was andererseits auch wieder ganz cool ist. Da kann man wieder viel mitmachen, und das wollen ja auch die anderen und auch die Fortgeschritteneren. Hier kann man wieder ein bisschen mit der Abmaskierfolie arbeiten, mit dem Kreisschneider und. Und deswegen finde ich das doch auch ganz spannend für alle die anderen. Deswegen bleibt gerne auch dran. Und ihr seht jetzt hier, ich arbeite hier so ein bisschen diesen Nebel aus, diesen Galaxienebel. Und da fahre ich eben so ein bisschen die Struktur von dem Schwarzen nach und grenze das so ein bisschen ein. Es ist schon fast wolkenähnlich, würde ich sagen, mache ich da die Technik. So würde ich jetzt auch ähnlicherweise an Wolken rangehen. Nicht ganz so, aber so kann man es, glaube ich, am ehesten damit vergleichen, und dadurch kriegt es nochmal ein bisschen mehr Dynamik, und ihr wisst ja, Dynamik ist gut. Dynamik bringt einfach Leben ins Bild, bringt Dreidimensionalität und so rein, und deswegen ist das eigentlich immer eine ganz spannende und gute Sache, und da werden wir jetzt eben das Ganze noch ein bisschen so ausarbeiten, aber wie gesagt, ihr müsst das nicht machen, und wenn es mit der Gun noch nicht gut klappt, so fein zu arbeiten, nehmt auch gerne den Pinsel, verdünnt da ein bisschen die Farbe stärker, damit die nicht so sehr aufsetzt, damit es nicht zu fremd wirkt, und dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Also da dürft ihr gerne die Medien mixen. Mixt immer die Sachen, bevor ihr die nachher, sag ich mal, stark verhunzt und dann nicht zufrieden seid. Ja. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich habe das auch alles auf die harte Tour lernen müssen. Ich habe da doch einiges, viel Frustration gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte leider niemanden, der mir da ein bisschen weiterhelfen konnte. Und deswegen habe ich mir gedacht, deswegen habe ich eigentlich auch ursprünglich diesen Kanal überhaupt in die Welt gerufen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich mir gedacht habe, komm, ich zeige euch mal, mit was ich so gestruggelt habe, und gebe euch mal so ein paar Tutorials an die Hand, damit es vielleicht bei dem einen oder anderen besser läuft, oder der damit anfängt oder wieder weitermacht und. Deswegen habe ich das Ganze eigentlich mal gestartet. Und ja, da sind wir jetzt. Jetzt machen wir die schöne Galaxie. Und ihr seht, jetzt setze ich mal ein bisschen mehr Weiß ein. Das solltet ihr aber eigentlich auch machen dann in dem Step, wenn ihr den jetzt auslasst, dann davor einfach kräftiger arbeiten, weil wir wollen es ja nachher schön farblich einfärben. Das soll ja richtig schöne, coole, knallige Farben haben. Und wenn da natürlich zu wenig Deckweiß ist, dann färben wir natürlich auch nicht viel ein. Und dann haben wir natürlich die Problematik, dass es nicht so schön wirkt, wie es wirken sollte. Deswegen setze ich hier jetzt vereinzelt an den Punkte eben sehr viel Deckweiß ein. Viel ist jetzt auch übertrieben. Da hätte ich ja ruhig noch ein bisschen mehr machen können, aber ich bin jemand, der sich da eher mal ein bisschen zurückhält und lieber nochmal nachlegt, wenn es sein muss. Genau, jetzt nehme ich nochmal die Freihandschablone und arbeite so ein bisschen, einfach nochmal so ein bisschen Struktur rein, gerade in den Kreis, damit da so quasi das aussieht, als würde es da sich so einziehen, das Ganze von den anderen Galaxien, da eben so den ganzen Nebel sich so langsam alles so von der Schwerkraft dieser schweren und dicken Sonne da drinnen quasi alles rangezogen wird. Und das fand ich irgendwie, ist ein cooler Effekt hier. Ich habe das jetzt nur so ein bisschen leicht angedeutet, da kommt nachher noch viel Farbe rein und dann geht es wieder so ein bisschen unter, aber es wirkt einfach ein Ticken stimmiger. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch noch ein bisschen breiter machen können. Da geht doch nachher einiges wieder verloren, eben durch die Farbe, und deswegen könnt ihr euch da zum Beispiel auch austoben und das Ganze ein bisschen dicker und breiter machen oder
auch dünner oder komplett weglassen, wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt. Das hier ist jetzt einfach so, da kann man sich mal frei austoben. Da könnt auch ihr euch frei austoben. Das hier ist ja nur ein, wie wird man so schön sagen, Serviervorschlag. Genau, das hier ist ein Serviervorschlag, wie man es machen könnte. Und ihr dürft natürlich auch kreativ sein. Seid kreativ, das ist doch das Schönste an dem ganzen Hobby. Und macht da auch ein bisschen euer Zeug. Ihr könnt es euch so ein bisschen anschauen und seht dann, wie ich Techniken einsetze und benutze. Aber macht auch gerne euer eigenes Zeug. Wie gesagt, wenn ihr da Bock habt und sagt, ach, das finde ich gar nicht schön, dann lasst es weg. Und ballert von mir aus noch ein paar Planeten mehr rein oder so. Wie gesagt, das hier ist einfach nur so ein, wie ich das machen würde für Anfänger. Wie gesagt, ich habe da damals noch viel gestruggelt mit dem Ganzen. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt euch nicht so ergeht. Und wenn ja, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder so, dann schreibt es in die Kommentare. Ich beantworte bei YouTube eigentlich so schnell ich kann und ich sehe das meistens auch mal relativ fix. Also ich melde mich. Rückmeldung kommt eigentlich in wenigen, also unter einer Stunde oder so, würde ich sagen, antworte ich fast immer. Und deswegen sagt das gerne. Oder wenn ihr auch mal ein Thema habt für mich zum Video machen oder so, auch gerne sagen. Dann mache ich da mir mal Gedanken und mache eventuell dann ein Video für euch. Und genau, ansonsten schaut gerne in meine Beginners Tutorial Playlist mal rein, wenn ihr da noch gar nicht so viel geschaut habt, sondern eher die neueren Videos. Da habe ich eigentlich so ziemlich schon relativ viele Sachen drin. Ja, die Videos, die Anfangsvideos, die sind noch ein bisschen cringy, so von mir mit Ton und Videoqualität und so. Ich habe mir die Tage selber welche angeguckt, das ist so lustig. Aber da habe ich schon so viele Sachen drin, die inhaltlich aber trotzdem sehr gut sind und euch weiterbringen werden, gerade das Thema Farben oder Kompressor oder Airbrush putzen etc. Deswegen schaut da gerne mal rein. Das wird euch auf jeden Fall auch weiterhelfen. Was wir jetzt gerade noch machen, ist schön mit Magenta, ich habe sie ja in die Kamera gehalten, färben wir das Ganze so ein bisschen ein, aber nicht alles, sondern wir wollen da zweifarbig arbeiten. Unten zweifarbig, oben zweifarbig. Und deswegen mache ich nur so fleckenweise und setze jetzt hier dann zum Beispiel das Türkis ein. Da hatte ich wieder ein bisschen was am Start. Und das ist eigentlich auch so Gefühlssache. Ich muss sagen, gerade das Magenta, das finde ich halt mega cool. Das Rosa da, das leuchtet immer mega cool, aber ich kann es selten gut einsetzen. Oft habe ich dafür nicht so die Bilder dafür, aber ich mag den Farbton eigentlich ziemlich, ich finde den ziemlich cool, gerade in dem Airbrush-Bereich leuchtet der immer so cool. Hier hat er sich eigentlich ganz gut angeboten. Und was eben bei dem Türkis ganz cool ist, wenn man den jetzt mit dem hellen Pinken mischt, dann gibt es ein dunkles Violett und es gibt so natürliche Farben, die man dann untereinander mischen kann und auch das ist ja eben wieder das Geile beim Airbrushen, dass wir eben hier mit diesen transparenten Tönen, wenn ich es jetzt vorher noch nicht erwähnt habe, das sind alles transparente Töne, die farbigen. Da können wir die Farbe noch on the fly auf der Oberfläche mischen und das ist eigentlich einer der coolen Sachen, wie ich finde beim Airbrushen und da geht schon einiges und deswegen kann man das so gut machen und dadurch ergeben sich dann natürlich da unten nicht nur das Türkis und das Magenta, sondern wenn die sich dann so leicht mischen, dann gibt es dann ein dunkles Violett noch dazu und das finde ich irgendwie, das gibt viele Möglichkeiten, da sich voll auszutoben in dem Bereich und es macht halt auch richtig viel Spaß und an so einem Bild macht es dann sowieso noch mehr Spaß. Hier oben haben wir jetzt einen Orangeton, da weiß ich ja gerade gar nicht mehr genau, welcher das war, aber das war ein Orange oder Gelbton, indisches Gelb, glaube ich, war das. Genau, indisches Gelb heißt die Farbe. Und das wenden wir jetzt eben auch nochmal ein. Ich mache so immer so einen Flecken, weil ihr seht dann auch noch so in den Strudel mit rein, damit es sich einfach alles so ein bisschen mischt. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Menge macht das Gift. Wenn man natürlich zu viel aufeinander ballert, dann hat man einen Einheitsbrei, meistens wird es braun. Das sieht dann natürlich nicht mehr so geil aus, wie man es, glaube ich, haben will. Deswegen probiert da gerne rum, probiert da gerne einfach aus.
Und dann werdet ihr da schon euren Weg finden. Und wie gesagt, das ganze Tutorial bzw. das Bild hat mich so ein bisschen inspirieren lassen von dem lieben Sven, der seine Bilder mir geschickt hat. Das war so übrigens ein richtig cooles Video mit der Community und ihren Bildern. Und der hat eben auch so ein Galaxiebild gemacht, halt mit Spraydose. Hat da so ein bisschen mit der Airbrush dann noch mit nachgearbeitet. Aber ich habe mir gedacht, das geht zwar mit der Spraydose ein bisschen, denke ich, einfacher und ist auch so ein bisschen, ich empfinde es immer so als ein bisschen gröber, solche Arbeiten. Oder sind halt für so so kleine Sachen nicht so geeignet, sondern eher so für große Wände und so. Oder für halt größere Bilder. Aber ich habe mir gedacht, man kann mit der Airbrush eigentlich genau solche Bilder malen, bloß sogar noch ein bisschen feiner mit mehr Details. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich mache das mal. Vielleicht hat der liebe Sven ja da mal Bock, sowas nachzumalen oder pusht ihm mal wieder ein bisschen was zu machen. Der hat ja eigentlich genug Talent dafür. Und deswegen habe ich geguckt, dass ich das jetzt hier euch mal zeige mit der Airbrush, aber nicht zu krass jetzt gleich mache, damit es wieder völlig nicht machbar ist für ganz Leute, die da eben eher frisch angefangen haben. Deswegen machen wir das heute mal ein bisschen schön chilliger. Und ihr habt gesehen, ich habe es mit dem Blau jetzt oben noch das zweite eingefärbt und eben ein bisschen innen drin so die Sonne, damit die mal ein bisschen Farbe kriegt. Und jetzt sprenkeln wir das Ganze. Da gibt es natürlich verschiedene Techniken. Hier, das wäre jetzt die mit dem Schlauch abknicken. Wer das aber nicht kann oder nicht den richtigen Schlauch, manchmal ist die Schläuche ein bisschen dicker, dann klappt es nicht so gut. Ich hätte es jetzt noch auf ein Stück Holz oder ein Lineal drauf sprühen können, so schräg. Aber das funktioniert nicht immer so gut. Da hat man nicht so die Kontrolle. Deswegen nehmt gerne einen Pinsel. Also ihr könnt entweder den Schlauch abknicken und dann eben so ein bisschen Luft geben, damit die Gun eben absichtlich spritzt. Oder ihr nehmt den Pinsel und ballert so einen Batzen dahin wie ich. Da habe ich mir gedacht, so, oh, das war ein bisschen viel, wa? Da habe ich es ein bisschen unterschätzt. Da habe ich einen richtigen Sternennebel jetzt. Aber das ist gar nicht schlimm, weil da kommt eben noch ein Planet an die Seite, der es wieder abdeckt. Deswegen war das jetzt da nicht so tragisch. Aber da solltet ihr natürlich nicht so wie so ein Ochse, wie ich da so draufballern. Ich mache da jetzt überall kleine Sterne. Ihr seht es jetzt nicht ganz so gut. Ich habe jetzt natürlich dann drauf geachtet, dass es jetzt nicht gleich so krass wieder wird. Und genau, ich finde es in so einem Nebel dann da kann man ein bisschen mehr Sterne machen, damit die so schön rausleuchten. Und im Falle des Falles, falls ihr doch mal so wie ich so ein bisschen too much reinballert, ich mache es jetzt unten links gleich nochmal ein bisschen stärker auch, nochmal ein bisschen mit Absicht, dann könnt ihr das nämlich immer ein bisschen mit Farbe einfach wieder zurücknehmen und dann fällt es gar nicht so stark mehr auf. Und ja, da unten rechts, das sieht halt aus, als hätte da jemand drauf genießt, hey. Ja, da habe ich so lachen müssen. So richtig wie so ein Vollochse, ey. Ja, wenn ich das gerade sehe, muss ich mich gerade daran erinnern, dass ich war die Tage unten mit meiner Tochter und ein paar Freunden und waren unten bei uns in der Wiese beim Schaukeln und sind da schön chillig gesessen und haben gequatscht und die Kinder haben gespielt und wir haben noch ein Bierchen getrunken. Und da hat mich Vollgas, das ist kein Scheiß, das ist eine True Story, hat mich voll so ein Vogel voll geschissen von oben bis unten. Das aber nur mich. Wir saßen da zu viert, nur mich hat das Kind auch noch dabei zu fünft. Eigentlich waren wir 6 in dem ganzen Kreise. Es hat mich voll geschissen von der Hose bis zum T-Shirt voll. Das war alles voll. Und ich war kurz völlig perplex, was jetzt abgeht. Und dann haben wir uns alle totgelacht. Also das war der Oberklopfer, hey. Tja, solche Sachen gibt's. Ist mir ehrlich gesagt auch noch nie passiert, aber es gibt ja für alles ein erstes Mal. Ach du Scheiße. So, und jetzt seht ihr schon unten, ich nehme es jetzt mal bewusst, unten links den Nebel, den habe ich hier, da habe ich die Sterne, die mir too much waren, eben ein bisschen mit Türkis, ein bisschen mit Magenta, nehme ich das jetzt wieder runter und dann fällt das nicht mehr auf groß. Einfach da so ein bisschen reingehen und dann werden die sofort wieder runtergenommen, leuchten aber immer noch stark genug, dass es immer noch schön aussieht. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Planeten. Da kann man so eine Folie nehmen, wenn man eine hat. Ich zeige euch aber natürlich nachher auch welche noch nur mit Maskierfolie oder
Die könnt ihr eben mit einem Abklebeband auch nutzen und dann hat man natürlich hier solche Sternchen. Da habe ich eine Schablone für. Ihr könnt euch aber auch eine selber basteln und wie man die selber bastelt. Tja, ihr könnt es euch schon denken, da habe ich ein Tutorial drüber. Schaut da einfach mal in der Timeline nach, in der Beginners Playlist, da ist es mit drin. Und dann wisst ihr das auch, wie das geht, wenn man sich selber einschneidet. Und hier zeige ich es euch ja mal jetzt noch senkrecht. Nachher wechseln wir mal auf den Tisch, weil ich dann viel schneiden muss und so. Aber hier noch mit der, weil das so halbwegs geht, zeige ich euch das einmal. Bei Planeten ist eigentlich wichtig 2 Dinge, dass ihr eben so einen Innenkreis habt und dass ihr den äußeren Kreis habt. Das ist immer ganz wichtig, wenn wir da nämlich noch Effekte machen wollen und so, damit das eben nachher noch cool aussieht. Und hier färben wir das Ganze natürlich jetzt erstmal großzügig mit Weiß ein, damit es erstmal schön deckend ist. Aber nicht den ganzen, weil unten kommt als Effekt ein Schwarz hin, weil man sieht ja, die Mitte strahlt nach außen und der Planet ist ja hinten da nicht auch angestrahlt. Deswegen machen wir da eben nachher mit Schwarz den Schlagschatten. Und deswegen machen wir den vorderen Rand schön deckend, ruhig öfters dann mal drüber fahren und zur Not einfach ein bisschen Luft geben, damit das trocknet und nicht unterläuft. Und dann eben schön von vorne das Ganze aufsprühen, damit ihr nicht den Overspray unter der Folie habt. Und jetzt machen wir das genau umgekehrt. Jetzt gehen wir da unten schön deckend hin an den Rand und faden langsam schön weich nach außen. So haben wir gleich mal einen schönen Farbverlauf. Da könnt ihr zum Beispiel sowas, da übt ihr sowas perfekt, wie man so Farbverläufe macht, wie man so mit den Schablonen dann umgeht. Und dann haben wir schon, jetzt sieht es aus wie ein Mond ohne Krater, aber jetzt kommt natürlich noch die Folie dazu. Die Folien, die habe ich mir irgendwann mal geholt, ist schon ewig her. Da habe ich mir eben selber schwer getan mit den ganzen Freihandarbeiten. Da habe ich am Anfang viel mit Schablonen gearbeitet, um es mir einfach selber leichter zu machen, um auch was kreieren zu können und auch was haben zu können. Und das war alles ganz gutes Training und das kann ich euch, wie gesagt, einfach empfehlen. Dann greift gerne zu Schablonen oder eben zum Stift oder was anderem, wenn ihr da eben Probleme habt und übt trotzdem nebenher, wie ihr mit der Airbrush umgehen könnt und wie ihr damit arbeitet. Jetzt muss ich erstmal ein Schlückchen nehmen. Verschlucke ich mich hier noch. Aber ihr übt trotzdem dann das Arbeiten mit der Airbrush. Das vergessen viele, man trainiert halt einfach. Und ihr werdet sehen, wenn ihr solche Sachen macht, immer mehr und mehr, dann wird euer Handling mit der Zeit immer besser und besser. Das sehe ich gerade zum Beispiel beim Alex viel, der macht viel und der wird immer besser und besser. Also Alex aka Ink Master, der wird immer besser und schickt mir immer bessere Bilder und das merkt man einfach, der macht fett Progress, also einfach fleißig üben. So, damit der Planet jetzt natürlich nicht so langweilig aussieht, machen wir hier jetzt noch ein bisschen, färben wir den ein in ein schönes Violett, das was ich gerade reingehalten habe. Und da machen wir jetzt bloß oben nochmal an der Kante, damit er jetzt nicht so einfarbig ist, nochmal mit Weiß so eine Art wie Atmosphäre oder eben Wolken, wie man das so sehen möchte. Da könnt ihr euch auch voll austoben und zur Not schaut euch einfach andere Videos an. Natürlich liked ihr meine und kommentiert meine immer, das ist ja klar. Könnt ihr euch natürlich auch andere anschauen. Da gibt es ja genug, glaube ich, auch im Netz, wie viele andere Planeten und Dinge zu machen. Da kann man sich natürlich auch gerne Sachen abgucken. Und dann könnt ihr das natürlich in eure Bilder mit einbinden und dann habt ihr einfach noch mehr davon. Und ihr könnt es ja natürlich auch so Saturn-mäßig noch so einen Kreis drum machen und. Da habt ihr viele Möglichkeiten, euch, wie gesagt, kreativ auszutoben in dem ganzen Tutorial und zeigt mir gerne eure Bilder, wenn ihr da was macht. Schickt sie mir einfach per E-Mail oder so, wenn ihr da Bock habt. Ich finde sowas immer ganz schön, wenn ich sehe, wie die Leute da ihre Sachen mitmachen oder das nachmalen oder eben ihr eigenes Ding draus machen. Finde ich immer spannend und cool. Und da sehe ich immer, wie gut, wie was funktioniert oder nicht. Und jetzt kommt eben die Abdeckschablone. Damit will ich den nochmal ein bisschen leuchtender machen, nochmal ein bisschen mehr was geben. Das müsste man jetzt nicht unbedingt vorne machen.
habe ich erst einen kleinen Denkfehler gehabt wieder. Da kann man natürlich vorne auch nochmal so einen Effekt erzeugen. Da kommt ja quasi auch das Licht ran, aber den eigentlichen Effekt, den wollte ich eigentlich jetzt machen. Und zwar, wenn man die Rückseite nimmt, da wo schwarz ist und da eben nochmal so einen leichten Lichteffekt hinsetzen, dann kommt der Planet einfach nochmal viel besser zur Geltung, als wird da das Licht hinten nochmal so am Ende langfahren und das sieht schon ziemlich cool aus. Also der Effekt macht bei dem Planeten da mal richtig viel Spaß und da kann man, wie gesagt, sich voll und ganz austoben. So, jetzt haben wir auf den Tisch gewechselt. Aus einem Grund, ich will euch diesen wunderschönen Kreisschneider zeigen. Den verlinke ich auch, wenn ich ihn noch finde, wo ich den her habe. Wahrscheinlich von Amazon. Mit dem können wir natürlich, wie der Name schon sagt, schöne Kreise machen. Und zwar auf unserer Folie, die wir zum Abmaskieren nehmen. Und da könnt ihr nämlich dann genauso Planeten machen, falls ihr keine solche Kreisschablonen habt. Wichtig ist da eben nur dieses Teil, was ich da jetzt gerade hinlege. Das erkläre ich euch aber gleich noch, warum. Aber das wäre eine zweite Möglichkeit, wie ihr Planeten machen könnt. Ihr könnt es natürlich auch noch mit aus Papier ausschneiden. Geht auch. Da müsst ihr es halt nur andrücken. Aber Papier geht auch. Ich nehme natürlich jetzt Reststück hier von der Abmaskierfolie, weil ich die noch habe. Das habe ich sogar noch vom Flaggentutorial. Ihr seht es ja. Für sowas sind Reste immer gut, die heben noch gut 2-3 Mal und dann passt es, aber wie gesagt, hier wird die rausgeschmissen dann. Und der Kreisschneider funktioniert ganz einfach, den setzen wir da auf. Wichtig ist dieses Pad hier und da legen wir jetzt nämlich die Spitze auf. Ich nehme das Pad aus einem Grund, weil die Spitze ist natürlich mega scharfkantig und wenn ich die jetzt auf die Leinwand ansetze und einfach drauf drücke, dann habe ich auf der natürlich nachher einen riesen Punkt und die beschädige ich natürlich. Deswegen, Entschuldigung, da hier, das Mittagessen hochkommt schon wieder. Deswegen setzen wir die schön auf diesen Schwamm da eben, damit das eben nicht passiert. Ihr müsst halt nur gucken, dass es eben wie jetzt bei mir da nicht so arg rumwackelt und rumrutscht. Und wenn es halt nicht geht, dann setzt das doch auf, aber müsst ihr halt behutsam sein. Hier setze ich jetzt, war eben mal gerade nur zum Gucken so, wie das nachher rauskommt. Und jetzt setze ich die schön an und schneide schön mit Druck und Gefühl das Ganze aus. Auch da einfach schauen, dass ihr nicht zu fest drückt und auch nicht zu leicht. Das müsst ihr einfach ein bisschen rausfinden.
Da ist natürlich so ein bisschen ungünstig mit dem Ende von der Leinwand und von der Folie, aber das ist alles kein Problem. Das schneiden wir gleich nochmal ein bisschen nach mit unserem Skalpell. Deswegen ist es gar kein Thema. Und ja, da könnt ihr auch euch schöne Kreise rausschneiden, die schön rund sind. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn die nicht so schön rund sind, dann sehen die komisch aus in der Regel. Deswegen so ein Kreisschneider eigentlich schon ganz praktisch. Und da heben wir jetzt eben auch das zweite Teil auf, damit wir nachher eben wieder so schöne Effekte machen können. Und da können wir jetzt eben exakt gleich arbeiten wie jetzt bei dem anderen Planeten, bloß dass wir halt hier unsere eigene Größe bestimmen können und Form etc. mit der Abmaskierfolie, und es ist gar kein Thema. Da habt ihr auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Ihr könnt es ja natürlich auch mit Malerkrepp abkleben und das auch machen. Das funktioniert auch gut, bloß natürlich beim Malerkrepp immer ein bisschen blöd ist, dass man natürlich den Untergrund nicht mehr so gut sieht. Da muss man halt vorher schon genau wissen, wo was sein muss. Weil man es natürlich wie bei der Folie jetzt hier einfach nicht mehr durchsieht. Aber wäre auch möglich. Also ihr habt jetzt genug Möglichkeiten, Planeten zu machen. Deswegen keine Ausreden. Und hier maskieren wir jetzt ein bisschen ab, weil der Planet ist natürlich richtig groß. Und dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Overspray. Und dann will ich natürlich nicht nachher so eine hässliche Kante haben. Deswegen lege ich da jetzt einfach ein Blatt Papier hin und hebe das ein bisschen fest. Und dann passiert da eben nichts. Und das Ganze ist geschützt und passt. Und jetzt kommt wieder das indische Gelb. Jetzt machen wir mal einen Planeten, der fand ich die Idee ganz cool. So richtig Magma-mäßig ist, wo quasi richtig flüssig ist. Eigentlich nicht bewohnbar. Aber ich wollte halt einen haben, wo so richtig man sieht, dass die äußere Kruste überall von der Kälte des Alls richtig dunkel ist, aber innen halt der ganze Kern eigentlich alles nur noch flüssiges Lava ist. Fand ich irgendwie cool und dann habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt einfach. Und dafür das indische Gelb einmal. Und dann hier in der Mitte dann eben noch das Rot dazu. Das sind, wie gesagt, alles transparente Töne. Das erkläre ich alles in meinem Farben-Tutorial, falls ihr da eben noch nicht wisst, was ich damit genau meine. Schaut es euch gerne an, dann wisst ihr da auch Bescheid. Und ja, lasst mir einen Daumen da natürlich. Das wäre ganz nice. Und dann machen wir das jetzt hier. Haben wir jetzt hier nämlich auch wieder so einen schönen Farbverlauf. Hinten mal jetzt natürlich wieder so ein bisschen diesen Schlagschatten. Und ich gucke halt, dass halt immer die Rückseite quasi von dem Planeten dunkel ist, wenn der quasi vom Zentrum der Mitte immer angestrahlt wird. Damit das auch ganz gut passt. Und jetzt kommt eben wieder diese Folie, also die Freihandschablone zum Tragen. Und da arbeiten wir jetzt sehr stark deckend mit Schwarz, die ebenfalls wie die Weiß ist bei mir deckend, aber verdünnt, gleich verdünnt wie die Weiß. Also Schwarz und Weiß sind bei mir die deckenden Farben, die sind immer verdünnt. Trotzdem, damit die einfach gängiger sind und smoother. Und genau, und da haben wir jetzt eben diese Optik kreiert, dass es eben aussieht, als wären da so, ja, wie man es halt kennt, wenn die Lava oben schön schwarz und krustig ist und dann unten und dazwischen überall das flüssige Magma rausdrückt. Und da arbeite ich dann eben halt noch ein bisschen mit Freihand. Ist jetzt auch kein Muss, aber kann man natürlich gerne machen, um einfach noch ein bisschen mehr Details reinzubringen oder das ein oder andere zu verbinden. Und da ist auch wieder schön, da kann man einfach seine Kreativität freien Lauf lassen und dann wird das schon. Ja, und ich finde, es hat irgendwie was. Ich finde es ziemlich lässig. Was wir da aber noch ein bisschen einarbeiten werden, wird noch so ein bisschen Qualm sein, die wir da noch reinhauen. Und genau, da werden wir jetzt einfach noch ein bisschen was dran machen, damit es noch ein bisschen runder aussieht. Und da brushen wir jetzt eben noch so ein paar Stellen rein. Da habe ich tatsächlich vergessen, die Farbe zu verdünnen, weil ich habe so rumgefummelt und dann
war wieder meine Tochter am Start und hat mich wieder ein bisschen geärgert. Ja gut, geärgert ist übertrieben, aber die wollte halt wissen, was der Papi so den ganzen Tag in seinem Zimmer da treibt. Und dann habe ich die vergessen zu verdünnen und habe mich dann eben so gewundert, so, warum wird das jetzt warum ist denn das so stark deckend und warum läuft die nicht so gut? Und bis ich dann wirklich drauf gekommen bin, dass ich die noch gar nicht gescheit verdünnt habe. Und dann habe ich natürlich erstmal nochmal kurz meine 1-2 Tröpfchen Wasser rein und dann ging das hier gleich wieder viel, viel besser. Also manchmal so Sachen, da muss ich wieder lachen. Jetzt bringen wir jetzt hier nämlich wieder so schön noch Qualm rein. Das sieht dann noch so ein bisschen cooler aus, damit der ganze Ding auch noch so ein bisschen mehr Dynamik reinkriegt und nicht nur so so eindimensional aussieht. Und dann finde ich, sieht das hier schon richtig cool aus. Und dann haben wir hier schon eine zweite Variante von so einem Planeten. Wie gesagt, ihr könnt da völlig durchdrehen und euren eigenen Style machen und so. Das ist halt das Coole. Und jetzt machen wir da noch einen Planeten. Dritte Variante. Ich habe es euch gesagt, hier sind viele Techniken, viele verschiedene Sachen und ich zeige euch einfach knallhart alles auf einmal. Da habt ihr genug zum Rumprobieren. Und zwar schneiden wir jetzt hier einen kleinen Planeten aus. Wirklich einen kleinen. Und ihr seht, wie das in der Mitte jetzt hier reinpiekst. Wenn das natürlich auf der Leinwand ist das natürlich nicht so geil. Deswegen ist diese Unterlage schon sehr sinnvoll. Und jetzt schneiden wir eben schön mit dem Skalpell unseren armen Planeten jetzt mal schön einfach in 2 Teile. Natürlich nicht kerzengerade, sondern so ein bisschen, als wäre das Ding auseinandergerissen. Und dann könnt ihr euch natürlich schon denken, was es langsam wird. Und da nehmen jetzt eben, wie gesagt, auch hier wichtig, den ausgeschnittenen Teil auch aufbewahren. Den brauchen wir natürlich auch noch, so wie bei den ganzen anderen Planeten. Warum? Das werdet ihr jetzt nämlich gleich sehen. Sonst wird das natürlich nichts. Und da kann man sich dann entscheiden, wo packt man das ungefähr hin. Und dann kann man das schön hinkleben. Und ja, ich wollte halt so eine Optik haben, als wäre der so auseinandergerissen und treibt so ein bisschen armselig vor sich hin. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Und ja, sind wir jetzt eben. Jetzt arbeiten wir natürlich hier den Rand aus. Wir arbeiten den nämlich nicht von innen aus, wir lassen den schwarz. Aber wir arbeiten hier am Rand entlang. Und auch hier wieder auf der Mitte der Außenkante sprühen. Von der Folie nicht Vollgas am Rand, sondern wirklich so mittig. So kriegt ihr immer den schönsten Verlauf hin. Weil dann nebelt es ein bisschen nach innen, ein bisschen nach außen. Und dann habt ihr da eigentlich einen recht schönen weichen Verlauf nach außen hin. Wenn ihr jetzt brutal viel nur außen macht, dann sieht es meistens gleich too much aus. Und wenn ihr das natürlich so einen Effekt haben wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber in der Regel am besten immer so mittig der Kante entlang fahren. Dann habt ihr da das schönste Sprühbild. Und natürlich oben machen wir wieder ein bisschen mehr Farbe und innen, da wo das Licht halt drauf knallt. Und weiter unten und hinten habe ich jetzt ein bisschen weniger weiß genommen. Und dann sieht das eigentlich schon ganz spannend aus. Jetzt haben wir natürlich noch das Problem. Wir haben natürlich jetzt noch den Hintergrund. Und den sieht man jetzt natürlich wie wild. Und da kommt jetzt natürlich noch das ausgeschnittene Stück zum Tragen. Und da vervollständigen wir erstmal unser Planetchen erstmal wieder. Aber nur für kurze Dauer. Nehmen unser Reststück, was wir natürlich auch noch aufbewahrt haben. Legen das dann schön drauf. Und können jetzt eben mit der Farbe unserer Wahl, aber ich nehme jetzt einfach schwarz, damit es einen besseren oder noch einen höheren, krasseren Kontrast hat. Und sprühen das Ganze aus. Und dann haben wir voilà, einen toten Stern. Ein toter Stern. Nee, natürlich nicht. Und dann sieht das doch gar nicht schlecht aus, würde ich mal sagen.
So, jetzt haben wir noch ein bisschen Detailarbeit gemacht und ihr seht schon, das ist quasi, wenn das Licht quasi nur noch von vorne drauf knallt und dann mal hinten noch die schwarzen Reststück, also die Rückseite hat, so wollte ich das eigentlich andeuten, damit ich da eben keine Farbe reinbringen muss, sondern es wirklich nur noch quasi angestrahlt wird von der Frontfläche und die Rückseite eben so bleibt. Und jetzt machen wir das Ähnliche, sagen wir mal eher eine dritte Technik, die man benutzen kann. Die ist aber so wie die jetzt gemacht, bloß lassen wir diesmal den Planeten am Stück und geben dem noch so ein richtig schönes Leuchten. Und das machen wir um den violetten Planeten, so als kleinen Mond, würde ich sagen. Und dafür schneiden wir uns wieder mit dem Kreisschneider einen kleinen, klitzekleinen Planeten aus und machen das jetzt genauso. Wir fahren jetzt wieder so den Rand entlang und achten jetzt hier natürlich darauf, dass wir nicht zu viel nehmen. Wir nehmen jetzt oben ein kleines bisschen das Leuchten und unten nehmen wir ein kleines bisschen und oben ein bisschen mehr, damit es da quasi richtig erhellt wird und unten nachher nur so ein bisschen leicht. Und dann wird quasi der Planet von dem Violetten überdeckt. Und da brauchen wir eben wieder unser Reststück, damit wir das wieder schön einfärben können, damit wir da natürlich nicht das Problem haben, dass das nachher hier durchscheint. Und dann haben wir da eben denselben Effekt und den finde ich irgendwie cool. Der gefällt mir, macht Spaß, der ist simpel, aber sehr effektvoll. So, und ich finde, das sieht irgendwie immer so effektvoll aus. Mir macht es immer Spaß, solche Techniken zu benutzen, die simpel scheinen, aber einen coolen Effekt haben. Hier hat mir jetzt noch der Schein oben nicht ganz so gefallen, den wollte ich noch ein bisschen knackiger haben, damit das kleine Mönchen hier nochmal ein bisschen besser zur Geltung kommt, aber halt, die Farbe ist noch mega nass. Erstmal schnell trocken blasen. Ganz wichtig, wenn ihr das jetzt natürlich draufklebt direkt, dann zieht ihr die Farbe in der Regel wieder ab und dann sieht das nicht so geil aus. Bei der Leinwand jetzt nicht so schlimm, die ist stark saugend, die verkraftet einiges, aber andere Oberflächen oder Autos oder sonst was, no way, da habt ihr keine Chance. Da rupft ihr einfach alles wieder runter. Und hier hat es ein bisschen gedauert, bis ich die schön aufgelegt habe. Jetzt gebe ich dem hier nochmal schön Schein. Damit der einfach nochmal mehr Kontrast kriegt, nochmal ein bisschen mehr raussticht. Und genau, dann sieht es schon mal gar nicht schlecht aus. Zack, und dann haben wir einen kleinen Mond. Ihr könntet den natürlich auch farbig machen. Ich mache den jetzt nur schwarz, weil ich das ganz cool finde, euch den Effekt zu zeigen. Aber ihr könnt in so einem Fall natürlich auch sagen, ihr macht den auch, gebt dem auch noch eine Farbe, eine Atmosphäre, eine Oberfläche und könnt trotzdem mit dem weißen Effekt arbeiten, damit der eben rauskommt. Ist alles kein Problem. Oder ihr färbt den halt so knallig ein, dass ihr das dann auch nicht mehr braucht. Oder wie gesagt, das ist hier nur ein Serviervorschlag. Geil. Und deswegen machen wir jetzt, glaube ich, zum Schluss noch Sterne. Ich habe jetzt hier natürlich meine Sternenschablone, aber ich nehme in der Regel immer nur die oberen 3. Die unteren finde ich irgendwie zu extrem. Die benutze ich wirklich nie, die gefallen mir einfach von der Optik her nicht, das ist aber Geschmackssache. Wenn ich mal will, dass so ein Stern mehrfach funkelt, dann nehme ich die obere Reihe und setze die selber nochmal, nochmals drüber. Aber das untere ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Und wie gesagt, wie man die richtig gut macht, die Sterne, da habe ich das Tutorial. Ich zeige euch jetzt einmal so einen ganz abgefahrenen da unten, aber der gefällt mir einfach von der Optik nicht so gut. Und ja, wie gesagt, das Tutorial habe ich, da erkläre ich es noch ein bisschen viel ausführlicher, wie ihr nur Sterne macht. Geht auch, glaube ich, gar nicht so lang. Ein paar Minütchen. Aber da habt ihr das natürlich dann drinnen. Und da gibt es dann natürlich noch verschiedene Effekte, die man bei den Sternen machen kann. Ich zeige euch hier auch eigentlich zeige ich euch alle, die es da so gibt, die man so machen kann. Und da meine ich das, da setze ich den Stern jetzt nochmal drüber.
Und dann, so gefällt es mir in der Regel dann. Das ist so das Maximum, aber da halte ich mich dann auch eher zurück. Und jetzt bringen wir die Sternchen noch schnell zum Leuchten und setzen unsere Mitte und hellen die nochmal schön auf. Nochmal schnell ein Schlückchen trinken hier. Ja, und dann leuchten die eigentlich schon ganz cool. Also Sterne finde ich eine coole Sache, die kann man auch, ist aber auch Geschmackssache. Die kann man aber auch ganz gut immer bei so Reflexionen mit einbinden. Ob man natürlich dann solche richtigen Sterne macht oder nur Punkte, das ist natürlich alles Geschmackssache, kann jeder individuell machen. Hier kann man noch so einen Schein außenrum machen. Das gibt es bei Sternen. Unten gelingt es mir noch ein bisschen besser. Man kann entweder so einen Schein machen oder man hat auf so eine Schablone hier wie ich so schwarze Finger. Eben so einen Kreis, das kann man auch noch machen. Dann kriegt der Stern quasi nochmal so eine eigene Aura. Finde ich, sieht auch ganz cool aus, aber das muss man halt auch, ist auch Geschmackssache, aber ich zeige es euch einfach hier einfach die verschiedenen Sachen. Dann habt ihr das einfach mal gesehen. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen die letzten Feinarbeiten und dann ist unser schönes Universumlein schon fertig. Der Sonnenstern, Dave's Art of Air leuchtet in der Mitte hell und deutlich. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Wir machen nur noch Firnis drauf, damit das Ganze nochmal ein bisschen, bei solchen Bildern bietet es sich sowieso immer an, damit einfach die Farben noch besser zur Geltung kommen. Würde ich euch auch immer empfehlen, wenn ihr auf so Leinwänden etc. arbeitet. Nimmt den Firnis am besten ein zum Sprühen, damit ihr mit dem Pinsel nicht die Airbrush-Farbe oder kaputt macht. Je nachdem, was für einen Untergrund ihr habt, kann das nämlich passieren. Da habe ich aber von der Schminke Universal Firnis zum Sprühen und den finde ich mega gut. Ich habe jetzt ein paar ausprobiert. Der gefällt mir am besten. Den verlinke ich auch mal noch in der Infobox. Macht es meistens, gibt es nochmal einen richtigen Boost mit den Farben, war auch hier der Fall. Und dann zeige ich euch jetzt gleich mal noch das hier schon wieder ausstoßen, Heiland, zack, dann zeige ich euch jetzt hier nochmal schnell das Endbild und dann sind wir nämlich hier gleich schon fertig. Und da kommen wir jetzt nämlich zum Bild und ihr seht doch schon mit und ohne Firnis schon ein gewaltiger Unterschied. Gerade unten links das Magenta und das Türkis kommt da viel besser zur Geltung. Oben rechts ist es leider ein bisschen das Licht unglücklich bei dem Foto. Da sieht man die Farben jetzt nicht so geil, weil das ein bisschen arg überlichtet ist. Also sorry dafür, aber besser habe ich es irgendwie an dem Tag nicht fertig gebracht. Aber ich finde es eigentlich eine coole Sache, gerade für Einsteiger. Wie gesagt, eigentlich ganz spannend und eigentlich relativ easy zu handeln. Ihr habt da viele Möglichkeiten, viele Techniken, da könnt ihr viel dran üben. Macht sowas gern, das verbessert einfach euer ganzes Handling, es verbessert eure Farbverläufe etc. Ich habe es ja schon oft genug gesagt jetzt, aber dafür bietet sich sowas richtig gut an. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefreut hat. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Ihr kennt ja den ganzen Kladderadatsch, aber ich sage es immer wieder gerne. Liken, abonnieren, kommentieren. Dann kommen wir in diesem scheiß Algorithmus ein bisschen höher und dann geht da noch mehr bei mir. Und dann können wir da gemeinsam das YouTube Airbrush Universum erobern. Und wie gesagt, unterstützt mich auch gerne finanziell, wenn ihr das möchtet. Ein Nice to have für mich, kein Muss, aber könnt ihr natürlich gerne machen. Dafür alle Infos in der Infobox. Und wie gesagt, in diesem Sinne, jetzt habe ich euch ja eine Stunde mal wieder voll gelabert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Airbrushen und Nachmachen und immer weiter üben. Dann werdet ihr auf jeden Fall besser. Reingehauen!